Hi, du hast Writer Statement mit Stefanie Rehn. und Fituro Musaki. Ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und heute geht es um das Thema familiengerechtes Schreiben. Ja, familiengerechtes Schreiben ist ein Thema, was, finde ich, viel zu wenig besprochen wird. Und mir begegnet es aber in meinem Umfeld überall. Also ich habe so viele Freundinnen und Freunde, die Kinder haben und strugglen mit diversesten Themen in dieser Filmbranche, weil sie Eltern sind. Wie geht familiengerechtes Schreiben? Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Einblicke in die Perspektive einer großartigen Autorin bekommen. Wie schön, dass du heute da bist, Nora Cummins. Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Nora ist Drehbuchautorin und hat unter anderem für die Heute-Show geschrieben, für die Caroline Kebekus-Show und auch Bücher für -3 und die wilde Lucy, eine Animationsserie. Und bist also sowohl für fiktionale Sachen als auch für Shows als Drehbuchautorin tätig, was ich sehr spannend finde. Da können wir auch nachher, glaube ich, noch mal kurz drüber sprechen. Auch warum Show und fiktional. Und jetzt sind wir mal erstmal sehr gespannt. Du lebst hier in Köln und hast 3 Kinder und bist alleinerziehend und Drehbuchautorin. Wie geht das? Ja, das klingt jetzt ganz schön viel, wenn du das so sagst. Ich höre den Begriff familiengerechtes Schreiben heute zum ersten Mal und möchte einfach jetzt wissen, wie kriege ich das? Das möchte ich gerne haben. Das klingt wundervoll. Ja, genau so sieht's aus. Also es ist ganz schön viel im Alltag und ich mache beides unheimlich gerne. Bin jetzt also trotz Stress und allem, was da zugehört, eigentlich sehr dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben kann und gleichzeitig das irgendwie vereinbart bekomme mit meinen Kindern, die bei mir immer die Priorität haben sowieso. Vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, wie du zum Schreiben überhaupt gekommen bist, seit wann du das machst und was da so die Schwierigkeiten und auch die tollen Momente sind. Mhm. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich bin da tatsächlich reingestolpert. Muss dazu sagen, dass ich schon immer was mit Film machen wollte eigentlich früher. Also ich war in der Jugend kompletter Kino-Nerd. Ich habe quasi im Kino gewohnt, habe mein ganzes Taschengeld, also schon mit 13, 14, 15, für Kino ausgegeben oder DVDs oder Bücher über Filme. Das war immer mein großer Traum. Ich habe heute noch alle meine Kinokarten seit 94 oder so, also die meisten, und habe irgendwann, konnte mir jedes Feld vorstellen eigentlich. Ich wollte immer gerne auf die Bühne vor die Kamera, dann wollte ich gerne Regie machen, Kamera, alles Mögliche, Hauptsache irgendwas mit Film, und war selber Tochter einer alleinerziehenden Mutter und die finanziellen Mittel für sowas wie Filmschule waren einfach nicht gegeben. Und da ist der Gedanke aufgeploppt zum ersten Mal, oh, man kann ja auch schreiben. So, die Sachen sind ja alle im Kopf und eigentlich braucht man dafür ja nichts. Und habe dann natürlich auch direkt gedacht, aber ich kann es ja gar nicht. Schade. Aber es war immer so ein bisschen im Kopf. Aber hast du Schreiben dir ausgesucht, bevor du Kinder hattest oder nachdem du Kinder bekommen hast? Also das ist da, wie gesagt, mal aufgeploppt, einfach so als Lösungsweg. Wie komme ich denn irgendwie in diesen Bereich rein? Und das wäre eine Idee. Das ist dann aber aus vielen verschiedenen Gründen auch in den Hintergrund geraten. Und irgendwie vorspulen, jetzt mal so einige Jahre, da stand ich ein bisschen vor der Frage, was will ich überhaupt? Und Kinder waren bei mir tatsächlich die Priorität damals schon. Also ich wusste eigentlich, meine 2 Ziele im Leben waren, ich möchte zum Film und ich möchte Kinder haben. Und also mir war total bewusst, also weil ich auch vorher schon mit Profis zu tun hatte oder in Gesprächen war und die mich toll beraten haben, die mit mir Filmanalyse gemacht haben und mir viel beigebracht haben auch, war mir klar, dass das zusammen überhaupt nicht geht. Also dass ich mich entscheiden muss für Familie oder für Film. Und da war dann irgendwie die Entscheidung gefallen. Also das war irgendwie, habe ich gedacht, nee, das will ich. Und wer weiß, ne, wer weiß vielleicht irgendwann, aber es war tatsächlich, also ich hätte es mir nicht vorstellen können. Deshalb bin ich irgendwie dankbar jetzt, dass es trotzdem funktioniert hat. Aber es war ein kompletter Umweg, also wirklich Umweg über Neuseeland. Und eigentlich bleibe ich hier und lebe für immer in Neuseeland. Bis jetzt bin ich wieder in Köln, wo ich herkomme und schreibe Drehbücher. Es ist mit Kindern. Nebenbei ist komplett absurd eigentlich. Aber erzähl doch mal, warum war dir das so klar, dass das beides nicht vereinbar
miteinander ist? Hattest du da schon Schreiberfahrung oder hast du das aus der Branche an sich schon mal rausgehört, dass das so schwierig ist? Also das war tatsächlich, ich hatte damals einen Kontakt zu einem Cutter, der mit mir regelmäßige Treffen hatten wir, der mich auch zu Veranstaltungen mitgenommen hat und mir viel beigebracht hat und auch so Aufgaben gegeben hat zur Filmanalyse. Und von dem hatte ich das immer so, also dieses Jahr, und dann ist man 2 Wochen und sieht kein Tageslicht und dann hängt man sich richtig rein. Und das war ja tatsächlich so und ist ja auch heute noch so in vielen Produktionen. Ne? Das ist ja leider geblieben. Was ja auch, es ist ja auch eine tolle intensive Zeit, wenn man in so einem Projekt drin hängt. Aber das waren solche Geschichten und auch einfach, also das, was man mitbekommen hat, wo mir klar war, dass also die Leute geben halt alles, ne, wenn die das machen. Und ich bin auch eigentlich so ein Typ, der alles gibt. Ob es jetzt die Kinder sind oder ob es ein Projekt ist, ich möchte immer gerne alles geben. So, ich mache das nicht so half-assed, wie man das so sagt. Ne? Und ich wusste, das kann ich nicht mit beiden Sachen. Also es kam ein bisschen, also viel von außen, weil ich dachte, so sind die Strukturen, aber auch von innen heraus dieses, ich möchte aber gerne dann auch alles geben. Mhm. Hast du Lust zu erzählen, wie alt deine Kinder sind Ja, und klar. in welchem, also ne, wer geht zur Schule, wer geht in den Kindergarten, wie ist denn dein Alltag so als Mutter von 3 Kindern? Ja, also ich habe 3 Kinder. Meine Tochter, das ist die älteste, die ist 15. Mein erster Sohn ist 13. Ich muss aufpassen, ich sage es immer falsch, das ist schon der Running Gag bei uns zu Hause. Und dann habe ich noch einen Kleinen, der ist 4. Und das ist natürlich der Tornado in der Runde und der ist auch so drauf, ist auch ganz anders als die anderen beiden. Ich dachte so, ach ja, das dritte, so ich hab's ja voll drauf, ne? Und der läuft so mit. Ja, 0, aber auch fantastisch. Also ich liebe das total. Ich liebe Mama sein und die sind alle 3 unterschiedlich. Aber klar, die Großen sind schon total selbstständig. Müssen sie auch sein, auch weil ich alleine bin. Und also die haben auch Kontakt zu ihrem Vater und die sind auch ein paar Tage die Woche da. Und die Großen helfen mir auch. Ne? Ich habe ja auch noch einen Hund, das kommt auch noch dazu, war ja noch nicht genug, dass die beim Hund eine Runde gehen oder auch mal auf den Kleinen kurz aufpassen oder sowas. Das geht schon. Aber ich möchte das eigentlich auch, also mit Hund und so ja, aber ich möchte die nicht als in dieser Babysitter-Rolle eigentlich haben. Ich möchte, dass sie das gerne machen. Und ja, das ist schon nicht wenig. Boah, also ich bin schon erschlagen. Ich habe nur einen Hund und denke so, wow. Und die kommen damit zur Arbeit manchmal. Ja. Ja, das ist super. Ich finde es total interessant, dass du eben sagst, familiengerechtes Schreiben hörst du heute zum ersten Mal. Das liegt, glaube ich, daran, dass es diese beiden Worte noch nie jemand zusammen gesagt hat. Okay. Es gibt seit den letzten paar Jahren ja eine Initiative von ProQuote, die sich sehr stark für familiengerechtes Drehen einsetzt, wo es natürlich darum geht, ein Drehalltag ist ja auch nochmal eine Ausnahmesituation, wo du teilweise versetzte Drehtage hast, wo du irgendwie erst am Nachmittag startest, du drehst bis in die Nacht rein. Und solche Dinge dann einfach von einem abverlangt werden oder vorausgesetzt werden und sich eben ProQuote sehr stark dafür einsetzt, dass darüber nachgedacht wird, wie man einen Dreh, diese Ausnahmesituation auch mit Familie vereinbaren kann. Und das ist super und es wird eben immer mehr, kommt es in das Bewusstsein der Leute. Es ist, glaube ich, noch sehr viel Weg zu gehen, aber es wird darüber gesprochen. Auch in den Produktionen, in denen ich zu tun habe, es wird sich immer gefragt, wie können wir familiengerechter drehen. Ich habe mich in dem Zuge dann immer gefragt, ja, aber wie können wir denn familiengerechter schreiben? Weil beim Schreiben oft einfach davon ausgegangen wird, das kannst du doch einfach alles nebenher machen. Mir hat mal eine Produktionsstudentin an der Filmhochschule gesagt, du kannst doch einfach dann das Kind in die Wiege setzen, unter den Schreibtisch legen, dann mit dem Fuß so ein bisschen anstoßen und dann währenddessen schreiben. Und so stellen sich das, glaube ich, viele Leute vor, dass das so funktioniert. Aber auch lustig, dass das die Mutter dann natürlich ist, ne? Die das Kind in die Wiege legt und dann nebenbei schreibt. Ja, ich kann mal den realen Vergleich schaffen, dass mein Sohn mit Taucherbrille in der Badewanne sitzt, ich auf dem Klo mit Deckel zu wohlgemerkt und Laptop auf dem Schoß, ständig spritzt das Wasser und Mama, guck mal und zähl mal, wie lange ich tauchen kann und nebenbei schreibe ich dann irgendeine Folge für irgendwas. Also das ist alles, so sieht es dann eben aus und zwischendurch tatsächlich dann sind doch irgendwie die Nudeln schon auf dem Herd und so. Also das sind so diese Sachen, wo man so denkt, oh, Klischee oder so vielleicht, als auf einmal, aber so ist es tatsächlich. Und man macht es tatsächlich dann auch einfach nebenbei. Ne, das ist, und da kommt man in diesen Konflikt, man möchte es ja gut machen, man möchte was abgeben, wo man selber, ne, klar kann da jeder irgendwas hinrotzen nebenbei oder so, aber ist ja nicht Sinn der Sache. Und gerade wenn es dann um Projekte geht, die einem wirklich am Herzen liegen, dann kommt man da schon in einen Konflikt. Also ich möchte einmal noch sagen, Steffi und ich, wir sind noch keine Mütter. Also
für uns war einfach dieses Thema enorm wichtig, das einmal nach vorne zu bringen, weil, wie Steffi gerade schon gesagt hat, familiengerechtes Drehen wird schon länger diskutiert und von Bruckquote auch nach vorne gebracht, aber familiengerechtes Schreiben, was halt auch einfach ein sehr intensiver Prozess ist, vor allem im Writers Room, das habe ich bisher noch gar nicht so gehört. Ich müsste das nochmal nachchecken. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, das war auch in einem Interview, da hat eine alleinerziehende Mutter gesagt, Schreiben ist nur für reiche Menschen, weil ich bin alleinerziehend und muss immer gucken, dass die Miete gezahlt ist, dass Krankenkasse gezahlt ist und so weiter, dass mein Kind zu essen hat, dass ich irgendwie die Kita bezahlen kann und so weiter. Und dass sie da teilweise so alleine ist und so viel in Vorleistung gehen muss, was ja alle machen müssen. Aber als Alleinerziehende hast du eben noch eine weitere Person, die du durchbringen musst. Und dieser Gedanke, dass du eben, keine Ahnung, sagen wir mal 5.000 Euro Konzeptgeld bekommst. Oder 10.000 Euro oder 15.000. Und damit arbeitest du das ganze Jahr über. Und du bist teilweise so lange damit beschäftigt, dass du gar nicht einen weiteren Job machen kannst, weil du hast ja noch ein Kind. Und das heißt, das nochmal zu vereinbaren, am Ende wird das im schlimmsten Fall auch noch abgesagt und du hast so viel Energie da reingesteckt und du weißt dann, oh, das nächste Jahr ist wieder nicht finanziert durch das Projekt, was du eigentlich vorangetrieben hast die ganze Zeit. Ja, das stelle ich mir total schwierig vor, weil man eine ganz andere Art von Druck verspürt einfach. Und da hatte ich natürlich den Vorteil, als ich mich reingestürzt habe in dieses Autorinnenleben, da wusste ich schon, ich habe bei der Heute-Show angefangen, ich war in der Redaktion vorher. Und was hast du da gemacht? Da habe ich Bildrecherche gemacht und Rechte-Nachweise und sowas, wofür mein Hirn absolut nicht zu haben ist. Und das war für mich teilweise eine ganz schöne Qual. Also Bildrecherche nicht, aber so administrative Sachen eine Katastrophe. Und ich wusste, also für mich war es wirklich, ich hatte von vornherein gedacht, vielleicht ist das irgendwie ein Weg. Und es war vor allem erstmal ein Job. Da waren gerade meine großen Kinder in der Kita und ich habe über eine Bekannte irgendwie, die da Sichterin war, die hat gesagt, ich habe gesagt, ja, ich suche jetzt auch irgendwie einen Job. Und das war es halt, ich hatte vorher überhaupt gar nicht, das war noch zu der Zeit, wo ich das alles an den Nagel gehängt hatte eigentlich. Und dann hatte die zu mir gesagt, ja, aber du musst doch dahin, du musst doch zur Heute-Show. Und ich so, was ist denn die Heute-Show? Das gar nicht. Und kannte die Daily Show aus Amerika, die habe ich schon als Teenager geguckt und deshalb war es mir dann natürlich ein Begriff und wusste, worum es geht. Und dann über die bin ich dann dahin gekommen, auch so als Nebenjob in diesen Sichterpool, also ganz, ganz unten angefangen und bin dann in die Redaktion und habe dann diesen Aha-Moment gehabt, dass da Leute sitzen in einem Büro und die denken sich gerade Witze aus und blöde Wortspiele und werden dafür ganz gut bezahlt. Und ich dachte so, weißt du, die Wolken haben sich aufgetan, das Licht kam und Engelschöre haben gesungen und ich habe gesagt, das ist mein Weg, so kann ich meine Kinder ernähren, das gibt's doch nicht. Also es war wirklich so ich dachte, mir ist echt der Kopf geplatzt und dann habe ich angefangen, das war wirklich so, ich mache das die ganze Zeit. Ich habe von beiden Seiten der Familie, da gab es immer nur Witze den ganzen Tag, unterschiedliche Humorfarben, aber es war immer irgendwie präsent. Deshalb war mir das gar nicht bewusst, dass das was Besonderes ist und dass das nicht alle können. Und das habe ich da gemerkt und gedacht, oh, okay, und Geld verdienen muss ich ganz dringend. Dann waren da ganz tolle Kollegen, bewusst nicht gegendert, weil das waren tatsächlich nur Autoren zu der Zeit und auch in der Redaktion Leute, die mich total unterstützt haben, die auch gemerkt haben, die ist lustig irgendwie und die kann das und macht auch hier mal mit und ich war bei diesen Wortspiel-Brainstormings oft dabei und dann habe ich selber irgendwann Gags gepitcht und so hat das so ein bisschen angefangen und dann bin ich einfach, dann bin ich in die Selbstständigkeit quasi von dieser Festanstellung, die aber jetzt nicht so doll bezahlt war, also ich wusste, ich brauchte mehr, habe ich dann diesen Sprung gewagt, wusste aber schon, ich habe da diese Anlaufstelle, wo ich weiß, ich habe ein bestimmtes Einkommen. Und gab es dann da auch schon erste Herausforderungen mit, jetzt bin ich plötzlich selbstständig, ich habe Kinder und jetzt habe ich diesen Job, der ganz toll ist, aber eben auch eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Hattest du da das Gefühl, das ist jetzt anders, als es vorher war und es ist vielleicht auch irgendwie herausfordernder, als ich mir das vorgestellt habe? Oder wurde es vielleicht sogar leichter? Also das ist ganz spannend, weil einerseits viel leichter, weil ich heute ist nochmal eine extra Baustelle, weil man da vor Ort präsent sein muss den ganzen Tag. Aber generell das Schreiben ist für mich, dadurch, dass ich das flexibel anpassen kann, ein absolutes Geschenk. Das ist natürlich auch so, dass man dann wieder viel machen muss. Das
ist das Kind krank, dann arbeitet man doch nachts. So, aber es geht. Ich habe die Möglichkeit, ne? Also im Notfall klappt es immer irgendwie und das weiß ich und das gibt mir irgendwie so eine gewisse Ruhe, wenn auch gleichzeitig Panik, dass ich wieder nachts arbeiten muss, aber ich weiß, irgendwie schaffe ich es schon. Zur Not schlafe ich halt nicht. Ist zum Glück mittlerweile die Ausnahme. Ihr, Vittore und du, ihr habt euch ja kennengelernt, weil ihr zusammen in einem Writers Room saßt. Und ich finde, Writers Rooms, meine Erfahrung ist ganz oft, man sitzt da den ganzen Tag, gefühlt von 10 bis 18 Uhr. Manchmal gibt es dann am Abend noch irgendwie, lass uns doch noch zusammen essen oder Bier trinken gehen. Oder man hat noch irgendeinen Rechercheausflug, hatte ich auch schon. Manchmal dann auch unangekündigt, nicht vorher nachgefragt, das ist okay für alle und dann wird so erwartet, dass man da mitgeht. Wie war denn die Writers Room-Erfahrung für euch beide jetzt? Ich erzähle mal erstmal so meinen Eindruck von Nora im Writers Room, weil ich war so mega geflasht. Also nicht nur, weil sie witzig ist, wie ihr merkt, sondern auch und talentiert und so weiter. Und, eine großartige Person. Ich kann die Zusammenarbeit mit Nora wirklich sehr empfehlen. Es war aber wirklich für mich so eine krasse Challenge, weil, also wir waren bei Y-Media und haben eine Serie für den WDR geschrieben, eine Kinder-Jugendserie, eine ganz tolle, die hoffentlich auch bald produziert wird. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was mache ich mit meinem Hund? So, ich habe so eine kleine verstörte Hündin, das ist eine Angsthündin, ich kann sie nicht einfach so weggeben. Nehme ich sie mit, dann hängt sie immer nur in der hintersten Ecke ab, unter der Couch, hat Angst vor allem, dann wird sie wahrscheinlich nicht essen. Dann habe ich Angst, dass sie von Nervosität irgendwie in den Flur pinkelt oder groß macht. Oder es ist wirklich Das habe ich auch immer. ja, alles schon passiert. Und dann kommt Nora rein und sagt so, also ich muss heute, glaube ich, ein bisschen früher weg, weil ich muss mein Kind abholen und so. Und dann denke ich so, die hat ein Kind, okay. Und dann erfahre ich so irgendwie im Laufe der Zeit, die hat 2 Kinder, die hat 3 Kinder und die hat noch einen Hund. Wie macht diese Frau das? Hat die sich geklont und irgendwie Nora-Klon hingebracht und der andere passt auf und macht irgendwie die Hausarbeit? Ich war einfach mega geflasht und dachte, krasser Scheiß. Habe ich noch nie erlebt, dass eine Mutter im Writers Room saß, eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern und das alles irgendwie wuppt. Und ein Hund natürlich. Ich war wirklich einfach sehr, sehr beeindruckt davon. Wie war das denn für dich, Nora? Okay, wow. Ich muss erstmal Dankeschön erstmal für diese lieben Worte. Bin ich jetzt völlig unvorbereitet. Bin ich sehr gerührt. Echt danke, weil das hört man natürlich auch nicht alle Tage. Man macht so seine Sachen oder sowas, aber dass das irgendwie sowas auslöst, ja, also Dankeschön. Gern geschehen. Ja, dieses mit dem, ich muss heute mal früher weg, das ist tatsächlich die absolute Ausnahme bei mir. Das mache ich nur, wenn gar nichts geht. Und ich weiß auch noch, dass es genau da 1- oder zweimal so war, weil irgendwas, ich weiß also nicht mehr genau den Grund, aber es war irgendwas super Wichtiges und es ging nicht anders. Konnte ich in dem Fall dann auch so klar und normal kommunizieren, weil ich wusste, dass Verständnis dafür da war im Raum. Auch was ich so noch nirgendwo erlebt hatte, auch seitdem nicht mehr, also jetzt auch nicht schlimme Negativbeispiele danach, aber dass da im Vorfeld schon geguckt wurde, dass das irgendwie, dass mir gesagt, da war so eine Wertschätzung da und mir wurde gesagt, wir wollen dich unbedingt dabei haben. Wie sieht es zeitlich aus? Und es war super schwierig für mich. Und ich habe auch gesagt, wenn ich plane im Vorfeld, dann muss ich immer gucken, dass kann die Oma da auch. Was, wenn die Oma nicht kann? Kann dann eventuell der Opa? Ne? Wie ist das? Also das ist alles einfach, da ist dieser Rattenschwanz dran und die muss ich alle immer mit reinholen ins Boot. Und dann gab es diese Bereitschaft, guck doch erstmal, weil wir wollen, dass du dabei bist. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Das schon mal vorweg war irgendwie so, okay, irgendwie klappt das schon. Und also ganz großes Kompliment an Y-Media und den Christian Beumers auch, weil also das geht nur mit so einem Miteinander. Und dann war gleichzeitig dieser Writers Room auch ein totaler Safe Space, wo ich mich mit einbringen konnte, wo es euch interessiert hat. Ich meine, klar, es war eine Jugendserie, da gab es Themen, auch ernste Themen, über die ich dann sehr gut sprechen konnte. Da hatte ich einfach viel Erfahrung mit. Ich konnte Sachen über meine Kinder teilen. Ich habe meinen Kindern zu Hause davon erzählt. Ich habe die Sachen gefragt. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe es gerne mit einfließen lassen in die Arbeit, weil ich wusste, es interessiert euch. Und die Wertschätzung dafür irgendwie da war. Und das war toll. Das finde ich richtig super zu hören, vor allem, weil ich kenne tatsächlich nur Writers Rooms und ich saß jetzt nicht in vielen, vielen Writers Rooms in meinem Leben, aber ich saß, glaube ich, fast nur in Writers Rooms, wo die Autorinnen und die da waren, keine Mütter waren.
Und wenn sie Mütter waren, dann hatten sie schon wirklich fast erwachsene Kinder. Und diese Perspektive aber mit reinzubringen, weil ich meine, also es gibt doch fast gar keinen Stoff, wo es nicht irgendwie eine Mutter gibt, die auf eine bestimmte Art und Weise agiert. Und diese Perspektive überhaupt auch mit drin zu haben, das ist so wertvoll und so wichtig. Und das ist tatsächlich mir sehr stark aufgefallen, dass keine Mütter in diesen Writers' Rooms ganz oft drin saßen. Und ich das auch mitbekommen habe von einer Kollegin, dass sie, als sie schwanger war, wenn sie auf Filmveranstaltungen gegangen ist, dass sie ihren Schwangerschaftsbauch verdeckt hat, weil sie Angst hatte, dass Leute sehen, dass sie jetzt ein Kind kriegen wird und dass sie deswegen weniger buchbar sein wird, dass sie deswegen dann ausgelasteter ist und die Leute sie dann nicht mehr haben wollen. Und tatsächlich ist es dann aber auch teilweise passiert, dass Leute dann, die sie vorher immer angefragt hatten, plötzlich nicht mehr angerufen haben. Und dann so 2, 3 Jahre später sich dann wieder gemeldet haben, so nach dem Motto, jetzt geht's ja vielleicht Bis wieder. erst mal raus. Genau, Jetzt. Ja. genau. Und diese Denke, also oder eben überhaupt diese Bereitschaft im Vorfeld, so wie man dann am Dreh sagt, was können wir schaffen, damit das familiengerecht bleibt, wie kann man es schaffen, in dieser Schreibsituation, in Writers' Rooms, vorab ein Vorfeld zu finden, damit auch Eltern, die alleinerziehend sind oder auch nicht mehr alleinerziehend sind, aber die einfach Kinder haben, damit die auch teilhaben können in diesen Situationen. Ich würde tatsächlich auch gerne einfach mal Christian Bolmers nochmal fragen wollen, so wie anstrengend das für ihn war, weil ich habe immer das Gefühl, dass es so sehr negativ dargestellt ist, so es ist unfassbar viel mehr Arbeit. Ich hatte in unserem Writers Room tatsächlich gar nicht das Gefühl, dass das irgendwie der Sache im Weg stand, also unserer Arbeit. Und also ich überlege, ob es irgendwie daran lag, dass wir eben sowieso eine Serie über Kinder geschrieben haben und das irgendwie Thema war. Und ne, die Frage ist ja auch, muss das dann erst möglich sein, wenn es um Kinder geht? Also ist es für Frauen direkt nach der Schwangerschaft in den Beruf wieder einzusteigen, nur möglich, in Berufe einzusteigen, wo es auch wirklich um Kinder geht, weil dann kennen die sich ja damit aus. Aber ich hatte so gar nicht das Gefühl, dass das ein Störfaktor war und das fand ich so toll, dass das auch nicht so verkauft wurde, weil es einfach machbar war und es in keiner Art und Weise gestört hat oder irgendwie den Prozess behindert hat oder wie auch immer. Es war einfach möglich und das mit geringstem Aufwand. Und das finde ich, das sollte doch möglich sein, oder? Ja, absolut. Es hat natürlich geholfen, also mir total, weil auch was du, Steffi, gerade gesagt hast, dass so wenig Mütter in Writers' Rooms sind. Mir hat es geholfen, dass zum Beispiel der Christian selber auch kleine Kinder hat, die er dann auch eben von der Kita mal abholen musste. Ne? Er hatte selber morgens mal so, oh, ich bin zu spät und hier und der ist krank und heute kann ich mich nur zuschalten. Hat mir natürlich nicht das Gefühl gegeben, dass ich die Einzige bin, die irgendwie deshalb mal Problemchen hat oder so. Ne? Und auch also ich finde auch diese Perspektiven, diese unterschiedlichen Perspektiven sind so wertvoll. Und das muss eigentlich die Priorität sein, ob es jetzt um Kinder geht oder nicht. Ne? Einfach, dass diese Diversität eben auch in dem Sinne einfach gegeben ist in Writers' Rooms. Man hat ja auch oft das Gefühl, wenn es jetzt zum Beispiel nicht um eine Kinderserie gegangen wäre, weiß ich gar nicht, inwiefern da der Input so gewollt gewesen wäre, weißt du? Also ich habe dann auch eher Hemmungen, mich mitzuteilen, weil es für mich ein sehr persönliches und total wichtiges Thema ist, was ich nicht jedem so weißt du, also ich gebe das nicht jedem so einfach alles mit einerseits. Andererseits mache ich das total gerne, will den Leuten aber auch nicht auf die Nerven gehen. Also So, ne? du meinst Jetzt kommt die so mit ihren Muttergeschichten oder so. Ja, du meinst das Thema aus dem Writers Room jetzt, dass es auch um Kinder ging. Genau, also also wenn es nicht um Kinder gegangen wäre, ne, wäre es trotzdem so interessant gewesen, hätte ich da auch nicht so viel erzählt natürlich, oder ist man dann doch die sagt, die redet nur von ihren Kindern. Deshalb habe ich von vornherein eigentlich das immer abgestellt. Teilweise sogar, ich wusste, ich gehe jetzt durch diese Tür zur Arbeit und alles andere lasse ich irgendwie draußen. So, und das war dann aber auch an Probleme natürlich gekoppelt und Sachen, die stressig waren im Privatleben oder so, die man dann nicht mitnehmen wollte. Aber es war dann auch kein Thema. Und bei der Arbeit, wenn man dann sagt, oh ja, oder wie geht's? Oh ja, ein bisschen stressig gerade. Ja, mit den 3 Kindern, ne? So. Und das ist nie das, was mich stresst. Das sind nie die Kinder bei mir, nie. Es ist alles, was da so mitschwingt, ne? Und es sind die 10 Apps irgendwie von Kita und Schule und da nochmal das natürlich, aber es sind nie so die Kinder selbst. So, alle stellen sich dann mal vor, oh ja, dann hängen die dir am Bein und machen die ganze Zeit Wäh und so. Und ich habe das zu dir schon mal gesagt, Vitora, aber wenn ich dann super gestresst bin, auch zu Hause oder so, dann ist es bei uns nicht so, dass dann die Kinder sagen, oh Mama, ich will aber jetzt noch was basteln, sondern ich
stehe dann damit voll gestresst und denke so, oh, wer bastelt denn jetzt was mit mir, damit es mir wieder gut geht? Also, um runterzukommen, irgendwie was nähen oder irgendwas mit den Händen machen und so, das ist für mich total wichtig. Und deshalb, das hört sich so schön an. Also das ist auch so eine Perspektive, so eine ganz, ganz andere Perspektive, die sich so echt anfühlt und so anders, weil ich meine, steile These, aber viele Mütter werden in Filmen und Serien einfach nicht richtig dargestellt, weil eben weniger Mütter in den Writers' Rooms sitzen oder die Stoffe schreiben und es eben dieser Blick von außen ist. Und das heißt, der Blick von außen ist halt immer auch eine Wertung und ein Arbeiten mit Stereotype. Und deshalb finde ich das so schön, dann auch mal Geschichten zu hören. Ja, ich bin doch nicht gestresst von den Kindern. Ich habe ja auch Bock zu machen. ja, genau, das ist es. Und das fehlt mir auch irgendwie, das mal zu sehen. Und ich habe schon auch an anderer Stelle immer mal versucht, das irgendwo mit einfließen zu lassen, auch bei Shift, ne, was ja dann vielleicht auch an anderer Stelle wieder nicht verstanden wird oder so. Nicht jetzt bei uns, aber woanders. Aber ich fände es eben auch total erfrischend, auch dass man ein bisschen Entspannung in diese ganze Debatte bringt, dass es nicht so direkt sich so hochschaukelt, weil das ist ein emotionales Thema. Immer wenn es um Kinder und um Mutterschaft geht und um Elternschaft, das ist einfach, emotionaler geht's gar nicht. Für mich, das ist an einen selbst so gekoppelt, das kann man nicht einfach trennen. Und deshalb, ja. Und kannst du ein bisschen erzählen, weil du eben meintest, familiengerechtes Schreiben, ja, das würde ich gerne wissen, wie geht das? Hättest du denn eine Idee, wie es geht? Hast du denn irgendwie für dich so einen Wunsch irgendwie oder ja, einfach Gedanken, was vielleicht Lösungen sein könnten, damit das alles ein bisschen besser zusammengeht? Das ist eine gute Frage. Da werde ich auf jeden Fall auch noch nachhaltig drüber nachdenken, weil das irgendwie, also dass überhaupt so die Option da ist. Weißt du, man macht immer einfach, also ich glaube generell ist einfach mehr Verständnis und zwar ehrliches Verständnis, nicht nur dieses, verstehe ich schon, du hast ja Kinder und so. Und dann fragen wir dich aber trotzdem nicht als Headwriterin an, weil du hast ja die Zeit nicht, ne, wegen der Kinder. So, das ist es, das, was mich nervt, weil man kriegt es immer irgendwie drumherum gebaut, aber du hast mehr Risiko auszufallen natürlich, aber da muss die Bereitschaft von der anderen Seite da sein, dass das eben eventuell passieren kann, dass sich irgendwas verschiebt und vielleicht auch das Vertrauen, dass man trotzdem alles gibt. Also, dass man es irgendwie hinbekommt. Und ja, dieser Writers Room ist das beste Beispiel. So geht's auch. Man kann auch halbe Tage Writers Room machen und irgendwie dafür eine Woche länger. So, geht auch. Ja, und ich denke auch immer, es gibt doch bei niemandem eine Garantie, dass er immer jeden Tag 100% da ist. Also das ist doch immer so. Jeder wird irgendwann mal krank oder hat irgendwie einen Notfall oder was auch immer. Nur weil wir jetzt noch keine Kinder haben, heißt es ja nicht, dass wir nicht auch ein Privatleben haben Guter Punkt, und irgendwie auch da Sachen los sein können. Also ich finde es immer komisch, dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird oder man kann dann sagen, man macht vielleicht eine Doppelspitze oder eben, das heißt sogar halbe Tage Writers Rooms. Man kann ja auch sagen, man fängt eben früh an, dann wenn die Kita startet und endet dann, wenn die Kita wieder vorbei ist. Warum muss man erst um 10 anfangen und dann bis 18 Uhr machen? Fangt halt um 8:30 Uhr an und macht bis 14:30 Uhr so. Und eine kurze Mittagspause, die effektiv ist. Ich finde, es gibt Wege. Ich habe nur das Gefühl, dass noch niemand so richtig drüber nachgedacht hat, dass es ein Weg sein könnte, den es überhaupt wert wäre zu gehen oder überhaupt mal nachzufragen, wie wäre es denn gut für euch? Ja, total. Aber auch, es ist so ein bisschen dass man das Projekt so schnell wie möglich durchpreschen muss. Und in 2 Wochen muss das funktionieren, statt wie Nora gerade gesagt hat, vielleicht mal auf 3 oder 4 Wochen strecken. Und dann kannst du schon ganz anders damit arbeiten. Und dass diese Fairness auch geboten wird. Ne? Wenn du alleinerziehende Mutter bist, hast du natürlich noch mal viel mehr Nachteile und wirst in der Gesellschaft ja noch mal ganz anders aufgenommen in den Arbeitsmarkt. Und dass da eben diese Fairness geschaffen wird, was pro Quote vielleicht auch im familiengerechten Schreiben dann jetzt mit reinbringen wird, dass das einfach durchdacht wird und dass diese Zeit gestreckt wird, statt dass sie immer komprimierter wird und du eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, krank zu werden in der Zeit. Nicht mal das. Also nicht mal wir ohne Kinder. Ich habe noch eine Frage, die kam mir, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Und ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber ich dachte irgendwie, ich stelle sie vielleicht trotzdem mal. Was ist die beste Erfahrung, die du im Zusammenhang mit Schreiben und Familie erlebt hast? Beste Erfahrung. Also abgesehen von dem Klo und Badewannen, von dieser Kombination, muss ich generell mal sagen, dass mir der Humor immer hilft sowieso. Also wirklich die skurrilsten Situationen, wo ich wirklich denke, da geht nichts mehr. Und also Lachen und Witze, so blöd es klingt,
bringt mich und meine Kinder durch den Alltag. Von daher ist das schon mal immer gut im Hinterhalt zu haben. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass der Shift Writers Room eine absolute Ausnahmeerfahrung für mich war. Was viel mit den Leuten zu tun hatte, die Kombination aus Leuten, mit dem Thema, mit dieser Ruhe, die ich hatte, irgendwie, ne, also dass dieser Stress mir genommen wurde, irgendwie da nicht ich selbst sein zu können. So, also das hatte ich so auch noch nie. In bestimmten Situationen, also ich habe auch wirklich mit meine besten Freunde habe ich über die Arbeit kennengelernt und das sind immer, ich arbeite eigentlich nur mit tollen Teams zusammen. Sobald das Team nicht stimmt, dann mache ich auch nicht mit oder nicht mehr. Manchmal merkt man es ja erst hinterher, aber es ist für mich auch eine totale Priorität. Aber da war das schon so diese Kombination aus Familie und dieser Offenheit, auch das irgendwie zuhören zu wollen und verstehen zu wollen. Und da hatte ich mich irgendwie so gesehen gefühlt, dass ich mich entspannen konnte. Mehr brauchte ich dann gar nicht. Und dann hat die Headwriterin noch einen Hundewelpen später mitgebracht. Das hat auch geholfen. Ich habe den ja leider nicht mehr miterlebt. Stimmt, ja. Das war ein toller Writers Room, weil da nicht diese, wie soll man es nennen, diese Angstmoral irgendwie geherrscht hat. Und ich finde auch, also dass du in diesem Writers Room saßt, war wirklich so bedeutsam und irgendwie Gold wert. Also das hat einfach so gut gepasst und du hast sofort gemerkt, da ist jemand hautnah dabei. Und wir kriegen sofort die Erfahrungswerte von dieser Person. Das ist toll. Und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass du deine gesamten Erfahrungen als Mensch auch nicht nur in Writers Rooms mit reinbringen kannst, wo es um Kinder geht, sondern allgemein um das Leben. Ja, ich habe auch einen Hund, wie gesagt. Ja. Also wer eine Hundesitcom braucht, der kann sich gerne bei mir melden. Ich wollte auch nochmal sagen, dass die Frauen, vor allem sind das die Frauen jetzt in meinem Umfeld, meine Freundinnen, die auch schreiben, ich muss sagen, die sind unfassbar diszipliniert und strukturiert. Also ich finde viel strukturierter als Leute, die so eben ihren Alltag nicht strukturieren müssen. Dass die wirklich wissen, jetzt schläft das Kind irgendwie für eine Stunde. In dieser Stunde brocke ich das jetzt mal eben runter und das dann auch wirklich abrufen können und die wirklich in dieser kurzen Zeit, die sie dann auch mal für sich haben, das wirklich alles leisten können. Wo ich mir immer denke, boah, jetzt brauche ich irgendwie einen Tag für oder eine Woche. Das rocken die in dieser Zeit, die sie dafür haben, weil sie darauf sich fokussieren müssen und es gar nicht anders geht. Und ich finde das wahnsinnig bemerkenswert. Und ich glaube, das hat man auch oft nicht im Kopf, dass die nochmal anders oder eben Eltern generell anders mit ihrer Zeit haushalten müssen und deswegen aber oft in dieser Zeit auch einfach unfassbar produktiv sein können und das dann auch wirklich sind, weil es eben eigentlich gar nicht anders geht. Und das, finde ich, wird auch oft viel zu wenig gewertschätzt oder ins Bewusstsein gerufen, weil man immer denkt, ja, wie du sagst, immer irgendwas mit den Kindern, was ja Blödsinn ist. So, die Kinder haben auch ihr Leben oder sind auch in Betreuung oder wo auch immer. Und in dieser Zeit muss man sich fokussieren und auch schreiben und die liefern dann einfach auch. Und die kriegen das auch, also die Leute, die ich kenne, kriegen das einfach auch oft besser hin, weil sie sich viel mehr strukturieren müssen. Ja, das ist spannend. Das ist tatsächlich auch was ich lernen musste. Also, also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Es fällt mir schwer. Ich schiebe auch gerne auf, bis es nicht mehr geht. Erstmal diese Zeit, die man braucht, um reinzukommen, als Arbeitszeit anzurechnen für mich, das musste ich erstmal lernen. Das ist war eine sehr gute Lektion. Aber auch umgekehrt, mir die Zeit für die Kinder zu nehmen, ohne an die Arbeit zu denken. Also, dass man diesen Switch auch macht, dass ich dann merke, okay, ich kann gerade gar nicht anders. Ich werde nicht arbeiten können. Natürlich arbeitet man immer, ne, als Selbstständige und hat 1000 Sachen im Kopf, aber dass man auch das dann umswitcht und sagen, okay, komm, wir bauen jetzt die Holzeisenbahn auf, ne? Oder wir basteln was mit der Mama, weil die Mama basteln will. Aber nee, genau, so in beide Richtungen. Hast du denn für unsere Zuhörerinnen einen Tipp, wie, wenn du Kinder planst oder Kinder hast, wie du in Gespräche mit Produktionen gehst, wie du bestimmte Parameter für die Arbeitsbedingungen setzt und auch eben dich so ein Stück weit schützt, bevor es in den Schreibprozess geht? Ja, schwierige Frage, weil es natürlich immer darauf ankommt, wie man schon in der Branche, ne, was für einen Stand man schon hat, was kann man sich leisten. Ist ja immer einfach zu sagen, ja, dann sag doch einfach, ne, dann und dann kann ich nicht, aber dann kriegt man eventuell den Job nicht. Also das ist schwierig. Ich finde aber, wenn man schon weit genug ist in der Position, dass man merkt, ne, die wollen mich gerne haben und man kennt ja auch seinen Wert, dass man dann auch schon sagt, zum Beispiel, ich kann nachmittags
nicht gut ans Telefon gehen zum Beispiel. Da ist ja einfach Rambazamba. Also ich sage oft, ich bin bis dann und dann erreichbar und flexibel. Ab dann könnt ihr gerne anrufen. Es kann sein, dass ich nicht rangehen kann. Es kann sein, dass ich drangehe und im Hintergrund schreien alle. Es kann sein, dass ich drangehe und irgendeiner singt. Es kann sein, dass jemand beim Videocall nackt irgendwie hinten durchflitzt oder so. Müsst ihr irgendwie euch überlegen, ob ihr das wollt oder nicht. Und das ist mir auch bisher nicht passiert, dass da jemand gesagt hat, oh, geht ja gar nicht. So. Also es war eigentlich immer dann doch Verständnis dafür da, weil die Leute mir dann auch im Gegenzug, ich habe immer gesagt, ich mache das alles, ich versuche alles und ich gebe auch alles. Und das ist dann irgendwie im Gegenzug das, was sie mir dann das Vertrauen schenken können, dass ich eben die Arbeit gut mache und an bestimmten Zeiten geht's halt einfach nicht. Und von der anderen Seite, wenn man schon Kinder hat und versucht das zu vereinbaren, auch die andere Seite als Mutter, lernen das Chaos zu akzeptieren und wertzuschätzen und drüber zu lachen. Das ist später weg und man wird es vermissen. Ich habe schon große Kinder und dann war eine Zeit lang kein kleines Kind da und es war trotzdem nicht aufgeräumt, aber es hat irgendwie, habe ich so, ne, jetzt ist wieder Rambazamba und ich liebe das auch und einfach ein bisschen locker lassen. Es muss nicht auf allen Seiten überall immer perfekt sein. Ne, man kann auch mal zwischendurch Chaos haben. Voll das geile Zitat, lerne das Chaos zu akzeptieren. Super. Kann ich da so ein Plakat mit so einer, ja, egal. Und hattest du denn auch Phasen jetzt wirklich in deiner Selbstständigkeit, als du geschrieben hast, mit Familie, wo du das Gefühl hast, ich schaff's gerade gar nicht mehr? Und wie bist du da durchgegangen? Ich hatte mehrere Phasen, wo ich gedacht habe, ich schaff's nicht mehr, weil alles also manchmal verschieben sich Sachen, man hat das irgendwie geplant und dann wird irgendein Projekt verschoben und dann ist es gleichzeitig, dann musst du irgendwas absagen und willst nicht oder ne, und dann wirst du dann vielleicht nicht mehr gebucht und dann machst du es doch alles. Also es gab schon mehrere Phasen, wo ich gedacht habe, das war's. Einfach, ich sag alles ab, ich bleib nur noch zu Hause und lebe vom Bürgergeld und lasst mich alle in Ruhe. So. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Tatsächlich auch jetzt rückblickend denke ich, wie hat das alles geklappt? Also ohne irgendwie ein gutes Netzwerk. Ich habe das große Glück, dass ich meine Mutter in der Nähe habe als Oma, die mich unterstützt. Ich habe das aber auch mit anderen, als ich mal woanders gewohnt habe, auch mit Nachbarinnen und Nachbarn irgendwie so, dass man sich so ein Netzwerk aufbaut, dass mal irgendjemanden mit von der Kita abholt, andere Mütter, sowas. Also man muss es nicht alles alleine schaffen. Und ich bin jemand, der sich sehr spät Hilfe geholt hat, muss ich sagen. Deshalb war es teilweise echt an der Grenze. Aber gleichzeitig danach auch, also jetzt ist das Gefühl, so schlimm wird's nie wieder. Und von daher kommt man mit sehr viel Stress auch irgendwie aus. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Tipp war jetzt. Super. Ich fand's ja Super, um Hilfe fragen, sich dafür nicht bis an den Rand zu gehen, bis es nicht mehr geht, sondern es ist voll okay, um Hilfe zu fragen. Und dass man Dinge nicht alleine schaffen muss. Also finde ich den besten Tipp überhaupt. Okay. Ja. In jeder Lebenslage sowieso. Okay. Ja, mega, Nora. Vielen Dank, dass du uns deine Perspektive als dreifache alleinerziehende Mutter und Autorin mit uns geteilt hast. Es hat mich sehr gefreut oder uns sehr gefreut, dass du als Gast bei uns warst. Richtig gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke euch für die Einladung. Es war sehr schön und warm und nett bei euch. Oh, wie toll. Holt ihr jetzt meine Kinder ab? Wir haben ja gelernt, das Chaos zu akzeptieren. Genau. My work here is done. Richtig, richtig gut. Wir bedanken uns und beenden die Folge hier und freuen uns, wenn ihr Fragen habt, Erfahrungen, wie ihr als schreibende Eltern mit schwierigen Situationen umgeht, das uns nochmal in die Kommentare zu schreiben oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an post@writerstatement.de oder auf unserer Instagram-Seite writerstatement_podcast. Und teilt natürlich unsere Folge nicht nur mit anderen Eltern, sondern auch mit Produzentinnen und Förderern, denn wir wollen ja auch alle etwas mitnehmen aus der Folge. Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank, Vittore. Vielen Dank, Nora. Vielen Dank euch beiden.